Da bin ich auch schon. Hi, ich grüße euch. So kurz vorm Wochenende nochmal eine Zwischenschaltung heute. Ich habe es ja angekündigt mit dem Thema Umsatz generieren mit Podcasts Teil 1. Als ich mich vorbereitet habe für diese Sendung, habe ich mir auch nochmal meine Facebook-Gruppe angeguckt. Alles über Podcast Marketing, den gleichnamigen Namen der heutigen Show, und bin immer wieder auch auf die Antwort, was ist dein dringendstes Problem gestoßen, oder zu über 50%. Ich möchte wissen, wie man mit Podcasts monetarisiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, gehe ich noch mal einen Schritt zurück, bevor ich über das konkrete Thema Umsatzsteigerung mit Podcast-Marketing spreche, und kläre erstmal die Frage, was ist eigentlich Podcast-Monetarisierung? Ja, das ist so ein Buzzword, was es eigentlich wirklich nur in einem Podcast-Umfeld gibt, zumindest so heftig, und sehr selten in anderen Umfeldern. Und deswegen habe ich mir überlegt, bringe ich euch das hier heute eher mit, über das wir sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Für diejenigen, die schon zuhören oder zusehen, vielleicht mal die Frage, die hier in den Chat eintippern könnt: Tut ihr das schon mit Podcast monetarisieren oder durch? Die Frage klären wir auch gleich. Was ist der Unterschied zwischen durch und mit an der Stelle? Und wenn ja, dann schreibt mir doch auch kurz mal rein, auf welche Art und Weise ihr das tut. Das würde mich mal interessieren. Ja, schalten wir das mal gerade wieder ganz kurz aus an der Stelle. Ihr könnt aber trotzdem gleich noch eure Fragen stellen, zu jeder Zeit natürlich, wenn ihr das wollt. Die erste Frage vielleicht, die wir mal klären sollten, ist: Was bedeutet Monetarisierung eigentlich? Ja, Monetarisierung bedeutet eben nicht in erster Linie, dass ich einen Podcast in die Welt bringe, um damit Umsätze zu generieren beziehungsweise Geld damit zu machen. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Podcasts generieren oder überhaupt in die Welt setzen, initiieren. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Montag beispielsweise habe ich mit einer Dame gesprochen, die einen Podcast im Kulturumfeld launchen möchte. Allerdings mehr aus dem Grund heraus, das Kulturumfeld zu stärken und bekannter zu machen, weniger um Kulturtreibende dafür bezahlen lassen zu wollen, um in diesem Podcast überhaupt auftreten zu können. Da war nämlich eben so die Frage, wie kriege ich es hin, weil also so einen Podcast zu produzieren, kostet nur mal Ressourcen, Zeit und Geld am Ende des Tages. Egal, ob ich den selber produziere, wenn ich damit was Anständiges machen will, eher die schlechtere Idee ist an der Stelle. Ja, denn ich werde auch heutzutage, nur weil ich Autofahrer bin, auch mein Auto nicht selber reparieren. Das kann im Zweifelsfall auch zu schlechten Ergebnissen führen. In dem Fall war es auch so, sie wollte halt wissen, was kostet es denn überhaupt, einen Podcast produzieren zu lassen, zum Beispiel von uns. Und dann fragte sie eben auch, ob wir nicht Ideen hätten, wie sie denn die Produktionskosten decken könnte für so einen Podcast. Also das ist Ziel Nummer 1, beziehungsweise ein Grund, warum man überhaupt darüber nachdenkt, einen Podcast zu monetarisieren, nämlich überhaupt erstmal einen Podcast launchen zu können, sprich die Produktionskosten zu decken. Ein zweiter Punkt ist eben auch das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, was bei vielen so im Hinterkopf ist, die selber einen Podcast produzieren beziehungsweise hosten, dass sie den Podcast selbst als ein Produkt ansehen. Also wirklich drüber nachdenken, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Bedeutet, das also wie ein Medienkanal anzusehen, wie eine Zeitschrift oder ein Fernsehsender, dementsprechend auch direkt mit einem Kanal Geld verdient. Das geht bei einem Podcast natürlich auch. Die Frage ist, wie. Ich glaube, das Erste, was den meisten Leuten dazu einfällt, ist das Thema Werbeplätze verkaufen an der Stelle. Was aber hier recht interessant ist, aus welcher Perspektive betrachtet man das Thema Werbeplatz verkaufen? Aus deiner Perspektive als Podcaster würde das bedeuten, ich sehe den Podcast als ein Produkt und ich verkaufe Slots für andere Unternehmen, um sich hier zu präsentieren, und generiere damit Umsatz. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, und das wäre dann Punkt Nummer 3, ist, dass ich den Podcast in dem Fall als Werbetreibender, als Marketinginstrument betrachte. Und durch dieses Marketinginstrument auch wieder direkten oder indirekten Umsatz mit dieser Werbeschaltung in dem Podcast, der ja nicht mir gehört, initiieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel, also es gibt, mal ganz grob gesprochen, sagen wir mal zwei Ziele im Marketing ja insgesamt. Das ist einmal den Imageaufbau beispielsweise
und auf der anderen Seite eben die Umsatzsteigerung. Das heißt, ich könnte eine Werbeschaltung dafür machen, um direkt einen Produktverkauf zu initiieren oder eine Dienstleistung anzubieten oder dafür zu sorgen, dass meine Marke bekannter wird, sprich einen Imagegewinn an der Stelle aufzubauen oder zu generieren. So, das ist also die Perspektive aus dem dritten Bereich, dass jemand einen Podcast eben dazu nutzen will, um direkt oder indirekt langfristig Umsatz zu generieren, was aber nicht sein eigenes Medium ist. Und wenn man diese allen Bereiche mal zusammennimmt und dann auch mal schaut, was sind eigentlich Möglichkeiten, wie man am Ende des Tages hier Geld zusammenbekommen kann, dann kommen wir auf über 20 Möglichkeiten, wie wir Geld für einen Podcast, durch einen Podcast oder mit einem Podcast generieren können. Mal Frage so an die Zuhörer und Zuschauer hier gerade. Es sind ja ein paar da. Hallo Veli. Sagt mir doch mal, was sind denn Ideen, die ihr habt? Was kennt ihr so an Monetarisierungsmöglichkeiten für einen Podcast? Lasst uns doch mal so ein bisschen interaktiv werden heute. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der gerade da ist, der das kommentieren möchte. Das würde mich mal freuen an der Stelle. Einfach mal so interessiert, was euch spontan einfällt, wie man denn Geld mit, durch oder für einen Podcast generieren kann. Wir haben ja ein paar Live-Zuschauer, ich habe euch gesehen. Okay, gut, kein Problem, wenn ihr an der Stelle schüchtern seid. Ich will das aber trotzdem mal offen lassen. Das heißt, ich möchte diese Frage hier quasi an den Chat offen stellen und euch die Möglichkeit geben, in den nächsten Tagen, Stunden, Minuten darauf zu antworten. Denn ich sammle gerade diese Themen auch, beziehungsweise Ideen von euch. Ich bin gerade dabei, eigentlich in den letzten Zügen, aber quasi zum Überprüfen, ein Buch zum Thema Monetarisierung mit Podcast-Marketing zu verfassen und werde euch in den nächsten Tagen und Wochen hier auf Facebook dazu auch immer mal wieder Auszüge mitgeben, beziehungsweise einzelne Maßnahmen und Möglichkeiten vorstellen. Aber nicht nur das. Wir werden in den nächsten Wochen auch darüber sprechen, wie man zum Beispiel den Wert eines Podcast-Hörers bestimmt. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade im Bereich Werbemarketing unterwegs sind, ganz, ganz spannend, um auch attraktiv zu sein für den Werbemarkt. Aber auch für euch oder auch für Partnerschaften, die man eingeht. Ja? Wenn man beispielsweise mit jemandem, muss jetzt nicht unbedingt Affiliate sein, sondern es können auch andere Arten von Partnerschaften sein, jemanden zu überzeugen, um dementsprechend hier in ein Team einzugehen und zusammen über einen Podcast dementsprechend Umsätze zu realisieren. Guck mal, da kommt was rein. Super. Der Klaus schreibt, an einem anderen Unternehmen mit einem komplementären Produkt einen Platz im Podcast gegen Geld oder Kooperation anbieten. Ja, genau. Ja, da sind wir so ein bisschen im Bereich, das muss man mal gucken, ob das jetzt eher eine Partnerschaft ist. Partnerschaften zeichnen sich dadurch aus, dass man beispielsweise Reichweiten teilt auf seinen Kanälen. Komplementären Produkt einen Platz zu geben, geht schon ein bisschen in den Bereich Werbung rein. Wenn man jetzt sagt, man macht das bidirektional, also ich tausche mein Produkt auf deinem Podcast gegen dein Produkt auf meinem Podcast, dann sind wir im Thema Partnerschaften. Also es ist ganz, ganz spannend, was hier an Möglichkeiten bestehen, und wenn ihr Spaß daran habt, dann schaltet doch am Montag wieder ein, denn um 18:30 Uhr werde ich euch dann mal 3 Ideen mitgeben, wie ihr mit eurem Podcast direkt, beziehungsweise, wenn wir jetzt das Beispiel von diese Woche Montag aus meinem Business nehmen, die Dame uns als Agentur angefragt hatte, wie kann ich denn quasi produktionskostendeckend Einnahmen generieren für unseren Podcast, dann bringe ich euch nächste Woche Montag dazu ein paar Ideen mit. Wenn ihr Spaß daran habt, freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Erstmal wollte ich euch mal so ein bisschen generell mal erklären, was Monetarisierung ist. Das ist hiermit abgeschlossen, und dann werden wir ab Montag mal tiefer in die Materie einsteigen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund, nutzt das schöne Wetter, und wenn ihr was auf die Ohren braucht für zwischendurch, dann findet ihr mich in meinem Podcast Branding und Kundengewinnung mit Podcast Marketing. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Eure Carmen. Ciao, ciao.